Hallo, heute sind wir bei Fiaker Paul und Riding Dinner in Wien. Das ist ein vulkanisiertes Gummieisen, was mit einem Eisenmantel ist, und der Unterschied beim Beschlagen ist einfach nur der, wir schneiden den Huf minimalst anders aus, aber ganz wenig anders, fast kein Unterschied zu einem normalen Eisenbeschlag. Können wir nur biegen, also zusammenschlagen, mehr kann man mit dem nicht machen. Und beim Aufnageln ist es nur so, du hast da ganz normal die Löcher für die Hufnägel und ein bisschen einen Querschnitt, dass man es beim Anfang noch ein bisschen, wenn der Nagel nicht passt, zum Rausziehen ist. Und zum Schluss, wenn wir alle 6 Nägel drin haben, versenkt man es mit einem Dorn, dass er unten am Metall ansteht, dass das Eisen fest ist. Und sonst ist kein Unterschied zu einem Metallbeschlag. Unser Ansporn gemeinsam mit der Stadt Wien war, dass wir eine Lösung finden, die straßenschonend ist und aber gleichzeitig auch dem Pferd nicht schadet. Es gibt ja ganz viele Kunststoffbeschläge, Duplos und andere Varianten von Eisen, die bei Pferden Anwendung finden. Das große Problem ist nur, bei all diesen unterschiedlichen Dingen, die uns gebracht worden sind, die wir getestet haben, war einfach die Haltbarkeit nie gegeben. Es waren sehr viele Unternehmen bei uns, sehr viele innovative Startups auch in dem Bereich und Erfahrene, die uns dann alle erklärt haben, dass sie 100 Kilometer Kutsche gefahren sind mit den Pferden, mit ihren Produkten und das super gehalten hat. Das Problem ist aber nur, dass wir diese 100 Kilometer halt relativ schnell beieinander haben. Das heißt, wir mussten eine Mischung finden, die unseren Anforderungen auch standhält, die auch diese Ausdauer mitbringt, die einerseits nicht zu hart ist, andererseits nicht zu weich ist, nicht zu griffig ist, weil ja alle Pferde unterschiedlich auch aufsteigen ein Stück weit. Der eine rutscht immer ein bisschen, der andere dreht aus vorne oder hinten oder wie auch immer. Also jedes Pferd hat ja ein anderes Gangverhalten ein Stück weit und da musste man halt auch eine Mischung finden, die in Ordnung ist. Wir haben das mit der Veterinärmedizinischen Uni ausgiebig getestet. Es gibt ein Gutachten von der Vetmed Uni Wien dazu, die das für in Ordnung befunden hat. Wir haben herausgefunden mit Laufbandtests und so weiter, dass die Pferde sich nach ein paar Tagen mit diesem neuen Beschlag total darauf anpassen können. Ja? Und natürlich auch dann so ein bisschen die ersten 1-2 Tage ein bisschen anders gehen. Das ist immer ganz lustig zu beobachten. Sie werden aber nicht lahm, sondern gewöhnen sich an das und man hat auch im Zuge dieses Gutachtens herausgefunden, dass es sogar vom Laufverhalten eine kleine Verbesserung mit sich bringt, insofern, dass die Pferde dazu neigen, mit diesem Kunststoffbeschlag einen etwas längeren Schritt zu gehen und das ist halt darauf zurückzuführen, dass die Pferde sich etwas wohler fühlen damit, mehr Halt haben und quasi noch ein Stück weit entspannter gehen als eh schon. Und das sind eigentlich alles super Voraussetzungen. Die Straße wird dazu auch geschont. Das war ja sozusagen die wichtigste Agenda, zumindest für die Stadt Wien. Und wir sind sehr froh, da haben wir sehr viel Eigenmittel auch investiert. Und die Firma Hostra, ich möchte sie bewusst beim Namen nennen, aus der Steiermark, die kommt eigentlich überhaupt nicht aus dem Pferdebereich, sondern die sind spezialisiert für so Gummiüberzüge und Bodenarbeiten, also kommen eigentlich aus der Industriebranche und die haben das gemeinsam mit uns mühevoll entwickelt. Aktuell haben wir nur ein einziges Problem in der Sache, es ist wirtschaftlich immer noch sehr teuer. Es muss per Hand gegossen werden, das ist ein eigenes Verfahren. Es gibt da noch leider keine Maschine dazu, die das in Serie so produzieren kann. Mittlerweile ist es aber so, dass trotzdem die Produktion gut vorangeht, also man kann dort schon hinfahren und man kann sich die sozusagen aus dem Lager abholen und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und abschließend möchte ich auch noch erwähnen, die Stadt Wien hat ja dazu sich bereit erklärt,
dass sie das Projekt mit diesen Beschlägen, mit diesen Kunststoffbeschlägen fördern möchten. Das heißt also auch, es wird die nächsten 2 Jahre der Kunststoffbeschlag von der Stadt Wien oder die Kosten dafür inklusive Hufschmied übernommen, weil das natürlich auch im Interesse der Stadt ist, dann einfach, weil man sich dadurch erhofft, dass also die Straßenschäden minimiert werden, die durch die Eisen passiert worden sind. Noch ein weiterer wichtiger Vorteil von diesem Kunststoffbeschlag ist, er hält tatsächlich lange, richtig lange. Wir haben den in der Testphase bei Pferden so lange oben gehabt, dass wir dann gesagt haben, wir müssen ihn runternehmen, weil du musst irgendwann einmal den Huf wieder behandeln. Aber die Haltbarkeit ist tatsächlich erstaunlich und da sind wir richtig stolz drauf, dass wir das so hinbekommen haben. Ja. Also so schaut das dann aus, dieser Kunststoffbeschlag auf dem Pferd. Wir haben aktuell immer wieder unterschiedliche Pferde in der Testphase dafür. Und im Moment läuft das wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja. Und Haltbarkeit ist wie vorher angesprochen tipptopp. Das Geräusch hat sich natürlich ein bisschen verändert. Das heißt, wenn die Pferde jetzt auf der Straße gehen, dann ploppt das ein bisschen dumpfer. Aber es ist das typische Geräusch für Wien, dieser typische Sound ist immer noch da. Ja. Das ist unser Game-End. Und beim Game-End ist es vielleicht auch interessant zu erwähnen, der hat sich mal vor ein paar Jahren die Sehne gerissen. Ist gut operiert worden, gut zusammengewachsen, wieder schön auftrainiert und den haben wir jetzt auch mit diesem Beschlag mal testweise unterwegs und das hat sich für den auch als sehr gut herausgestellt eigentlich. Ja. Das kann gerade für solche Pferde, die vielleicht einmal Probleme hatten oder haben, durchaus auch gut sein. Man muss unterm Strich aber auch betonen bitte, dass dieser oder unser Kunststoffbeschlag natürlich auch nicht für 100% aller Pferde dieser Welt geeignet sein wird. Das ist aber auch bei jedem anderen Beschlag so. Da muss man natürlich einfach abgrenzen und schauen, was braucht mein Pferd und was kann er am besten. Ja. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.